Zurück zu einem neuen Video. Es ist gar nichts. Willkommen, liebe Fliegerfreunde. Zurück zu einem neuen Video. Lang ist her. Mittlerweile schon fast Ende Jänner. Und ich befinde mich heute in Werfenweng am Bischling. Jetzt da noch herum. Da ist der Weststadtplatz. Da ist der Oststadtplatz. Und heute habe ich was ganz Spezielles vor. Und zwar, wie man es wahrscheinlich bei der Beschreibung und beim Thumbnail schon sieht, habe ich heute zwei Schirme mit zum Testen. Ich bin kein Testpilot, deswegen würde ich sagen, ich mache ein Vergleichsvideo. Ich habe unter anderem mit den Pi ULS, der Nachfolger vom Pi 3 for Advance. Und dann habe ich noch den Code 2P, also den Nachfolger vom Code P. Das sind beides Hike-and-Fly-Schirme und mit ca. 2 bis 2,5 Kilo würde ich jetzt sagen. So eigentlich identische Schirme. Ich habe den Pi 3 gehabt, dann habe ich zwar einen 27 gehabt, aber habe jetzt den Code P in 20. Deswegen war es für mich irgendwie logisch, dass ich mir den Code 2P in 20 nehme und den Pi ULS auch in der gleichen Größe nehme, dass ich wirklich vergleichen kann, wie die Schirme so sind und wo halt der Unterschied ist. Genau, ich habe jetzt halt hinten im Rucksack schon in Pi 4 drinnen, also in Pi ULS, weil, ja, dass ich halt irgendwie einmal wieder Abwechslung habe zum Code P. Ich werde jetzt erst mit Advance anfangen und habe mir vorgenommen, dass ich heute 3 Flüge mit beiden Schirmen mache, also 6 Flüge mache, dass ich ein bisschen was sagen kann und vielleicht mache ich dann am Schluss noch ein kleines Fazit drüber. Ich möchte auch nochmal Danke sagen an die Flugschule Salzburg. Die hat gleich gefragt, ob ich die Schirme nicht testen möchte und hat mir die gleich mitgegeben. Also falls ihr Testschirme braucht oder generell Schirme braucht, die haben, ich glaube, alle Größen auf Lager. Code P, also Code 2P, Pi 4 oder Pi ULS. Ich schätze wirklich alle Größen auf Lager. Einfach dort nachfragen und was ausmachen mit einer. Ich würde jetzt gar nicht so lange warten, weil es hat einfach knackige minus 15 Grad im Schatten. Da in der Sonne ist jetzt gerade ein bisschen besser, aber ich werde mir jetzt gleich mal herrichten und gleich mal meinen ersten Flug mit dem Pi 4 machen, also Pi ULS. Ich muss mir das im Auge wohnen, dass ich sage Pi ULS, weil er heißt ja nicht P4, Pi 4, Pi ULS. So, dann gehen wir mal am Startplatz und schauen wir, dass wir nicht hinfliegen. Ich glaube, das ist leichter gesagt wie gemacht. So, jetzt habe ich beide Hände frei, weil es ist halt schon sehr rutschig. Und ja, wie man es halt kennt von den Leichtschirmen, die sind halt irgendwie beschichtet. Und sobald das da ein bisschen Schnee ist, rutschen die gleich einmal bergab. Ein bisschen an Wind haben wir. Man spürt es auch schon. Schauen wir sich den Tragegurt einmal an. Was mir schon mal auffällt ist, es sind fast alle Leinen in derselben Farbe oder fast selben Farbe. Nur die A-Galerie hat blaue Leinen. Das ist, ja okay, na, das ist schon sehr übersichtlich, muss man sagen. Und ja, es ist halt echt ein leichter Tragegurt. Und ja, es hat da das wie beim P3 eigentlich, das zum Klippen, was mir jetzt persönlich nicht ganz so taugt. Das habe ich beim Code P jetzt besser taugt. Ich weiß nicht, wie das beim neuen Code ist, aber we will see. Sehr klar, sehr dezent und halt sehr leicht. Wie gesagt, ich habe da jetzt die Größe 20 und ja, Leinen schauen eigentlich alle ganz gut aus. Das ist immer bei den Testschirmen besser doppelt und dreifach schauen, bevor dass man nachher irgendwo einen Überwurf oder irgend sowas drinnen hat. Aber es schaut ganz gut aus. Da fährt schon der Wind rein, das wird perfekt zum Starten. Jetzt richte ich mich gleich einmal her. Der Schirm ist ausgelegt, da scheint die Sonne schon und dann fliegen wir gleich einmal. Also kurz anzogen und dann geht's los. So, A-Leinen sind oben, A-Leinen sind oben. Dann wird jetzt einmal der leichte Tragegurt eingehängt. Beschleuniger kommt natürlich heute auch ins Spiel. Perfekt. Dann sehen wir sich die Handschuhe an, die dicken, mit denen dass wir gar kein Gefühl haben. Vielleicht mache ich das nachher mit anderen Handschuhen. Aber jetzt probieren wir es einmal mit denen. Ja, der Clip geht recht leicht runter. Das ist schon mal gut.
Ja, sehr schön. Da sind wir schon in der Luft mit dem Pi ULS. Wow, ja, sehr weicher Steuerdruck. Das merke ich gleich mal, dass da ein Unterschied ist zum Code P, zu meinem jetzigen. Legen wir mal da ein bisschen aussehen, da man sich einmal ein bisschen anfreunden mit dem Schirm, würde ich sagen. Da habe ich heute auch das Navi der Omni Vario. Muss mich noch ein bisschen zurechtfinden, wo was ist. Geschwindigkeit fliege ich gerade 40 km/h circa. Wie gesagt, beide Schirme in der Größe 20. Abfluggewicht im Winter würde ich jetzt sagen mit allem drum und dran auf ca. 100 Kilo. Der Pi hat, glaube ich, nicht so eine große Gewichtsrange wie der Code P, wenn ich jetzt halt nicht liege. Aber ja, ich sage mal, solche Schirme in 20 fliegen mit einem Gewicht sind jetzt sowieso nicht dazu da, dass man Thermik fliegt, sondern weitgehend zum Hike and Fly. Schauen wir uns einmal die Ohren an. Da flattert gar nichts. Und gehen von ganz von alleine wieder auf. Easy peasy. Nehmen wir es einmal weiter oben. Gar nichts tut sich da. Kein Flattern, kein Pendeln. Und super gehen die wieder auf. Dann machen wir gleich mal einen Klopper. Ein bisschen dagegen lenken. Ja, was jetzt? Alles sehr im grünen Bereich. Nochmal Klopper. Vielleicht ein bisschen mit mehr Wumms. Ja, ist jetzt halt nichts Besonderes. Gehaltener Klapper. Ja. Ja. Sehr stabil alles. Reißen wir noch mehr. Und ist gleich wieder offen. Also echt, ja, sehr anfängerfreudig. Anlegen nochmal. Wow, es ist echt wieder so ein schöner Tag. Minus 15 Grad. Und der tut Ohren anlegen. Jetzt können wir da noch kurz ins Gas einsteigen. 40 km/h, 43 km/h. Eine ins Gas. Ja, 55 km/h. Es ist echt so ruhig. Echt ein braver Schirm, muss ich sagen. Aber ein Start, was halt eben die meisten Leichtschirme mittlerweile, der Pi 3 ist ja auch schon fast von alleine gestartet. Da hat man fast nichts machen müssen. Das ist auch beim Code P. Die Leichtschirme sind echt ein Traum, muss ich sagen. Ja, Flugzeit haben wir 4 Minuten bis jetzt. Ist natürlich nicht viel, aber ich bin auch fast froh, dass es nicht recht viel länger ist, weil ich habe nur da die dünne Hosen an. Und die ist halt natürlich nicht perfekt. Es ist eigentlich so gut wie gar kein Wind. Schauen wir, dass wir da ja nicht zu weit zur Straße gehen müssen. Pi ULS. Packen wir zusammen, fahren wir nochmal auf. Da schaue ich aus. Einpackt wie so ein Eskimo. Das ist der Vorteil, wenn man einen Schnellboxsack mit hat und einen kleinen Schirm. Einfach kurz ein bisschen in den Boxsack rein und dann wieder marschieren wir da rauf. Da geht es wieder rauf. Also, zweiter Flug. Pi ULS. Let's go! Na jo. So, Aufnahme ist gestartet. Wir starten wieder mal aus. Da sind jetzt ein paar Flugschüler auch unterwegs. Ich muss ein bisschen aufpassen. Ich fliege wieder mit 40 km/h. Wir probieren jetzt nur mal Klopper. Dieses Mal versuche ich, dass ich es weiter oben nehme. Ja, bevor dass wir zu viel Händen verlieren, würde ich da jetzt einmal ein bisschen Vierer fliegen, dass man ja kann stören. Machen wir mal gleich nochmal die ersten gehaltenen Klapper. Man braucht nur ein bisschen dagegen steuern und man fliegt geradeaus. Aufgemacht und er ist wieder da. Machen wir das gleiche auf der Seite.
bisschen dagegen steuern, das ist nur ein bisschen und man fliegt geradeaus. Aufgemacht und er ist wieder da. Perfekt. Machen wir dann Klopper, wenn wir richtig anziehen. Weiter oben, ob sie da mehr tut. Nix. Mach gleich wieder auf. Da noch mehr. Ah, nix. Noch mehr Ohren anlegen. Ja, das so gut macht. Das macht er echt super. Und offen ist er. Ja. Jetzt könnte man noch mal Klopper machen. Jetzt macht man noch mal halbbeschleunigt Klopper. Ja, da tut sich gleich mal ein bisschen mehr. Ja, da tut sich dann was. Sehr gut. Jetzt komme ich natürlich wieder nicht in den Genuss einer Landewolte. Schau aber rundherum, es ist nirgendwo wer. Und ich werde da jetzt wie hinter ihm ausstehen und hinter ihm dann reinfliegen. Aber ja, halb beschleunigte Klopper, da tut sich dann schon was. Aber natürlich trotzdem jetzt nicht so arg. Ich habe halt das Stringgurtzeug jetzt da. Ich will das jetzt auch nicht alles herausfordern, dass ich da bis aufs Maximum gehe. Ohne Protektor. Genau. Jawohl, gut gelandet. Packen wir zusammen. Einen Schnellboxsack und nächster Flug. A few inches later. Oh, so gut ist es in der Sonne. Da hat es gleich einmal wieder 5 Grad mehr, glaube ich. Also, wenn wir schon dabei sind beim Labern, dann würde ich euch jetzt einmal kurz bitten, euch am Bildschirm vom Vollbildmodus auf normalen Modus gehen und da unten auf Abonnieren zu drücken. Es würde mir enorm helfen, dass da der Kanal größer wird und ja, dann bin ich auch wieder, sage ich mal, motivierter, dass ich neue Videos mache. Und Wind ist jetzt eher südlich, sage ich jetzt einmal da. 298 frozen patties later. So, und raus da. Ah, da ging es sogar thermisch. Vario habe ich jetzt vergessen. Flug Nummer 3 mit This Beauty of Advance. Schauen wir, dass wir das Vario noch kurz einschalten. Nein, natürlich haben wir halt jetzt noch kein GPS. Das dauert jetzt vermutlich ein bisschen, bis dass wir was finden. Legen wir mal beschleunigt um, wie ich gesagt habe, dass ich mal noch mal schauen kann, ob ich halb beschleunigt oder voll beschleunigt habe. Ich fliege jetzt 44 km/h. Ja, das ist fast voll beschleunigt. Ich bin fast ganz unten. Deswegen hat es mir halt auch bei den Klopper vermutlich ein bisschen mehr da. Was aber auch nicht schlimm war. Also 55 km/h. Man kann super steuern. Über die Zielebene. So, wieder raus aus dem Gas. Ja. Ruhig, Vario. Das war nur mehr Gas. Ja, machen wir noch mal einen Klopper, dass wir das noch mal haben. Nix. Gleich wieder da. War wieder kurz und knackig. Und gleich wieder da. Ja, ich traue mir irgendwie Frontklapper, aber da nicht, weil so hoch bin ich nicht mehr. Wenn ich da irgendeinen Scheiß benannt habe.
muss ich sagen, ist mir das Risiko einfach zu groß. Aber so wie mir die Klappe anschaue, ist das halt echt auch gleich wieder offen. Also es wird ein kurzer Input sein. Jetzt probieren wir noch ein paar Wingovers, weil er vorher schon sehr gedämpft war. Jetzt probieren wir das nochmal. Ja, aber kann er schon gescheit fliegen, wenn man will. Also PULS, echt schöner Schirm, muss ich sagen. Siehst, Rollen und Nicken habe ich gar nicht gemacht. Ja, das war eigentlich das erste gewesen. Ich werde mir jetzt gleich auf den Weg machen. Wie man es hört, ist meine Nase schon ein bisschen eingefahren. So, fällt mir gleich wieder aus. Ich hoffe, dass es jetzt nur mal super zum Starten geht. Neuer Schirm hätte ich natürlich gern einen schönen Start. Und da, wo ich mir das nochmal schön auflegen kann, dass ich mir die Trage gut anschauen kann, den haben wir jetzt so wie er ist ins Auto rein und daheim durch ihn dann zusammenlegen. Also bis gleich bei Flug Nummer 4 mit Niviuk Code 2P. Over and out. A few moments later. Da liegen schon die ganzen Leute aus. Und natürlich fange ich da jetzt halt nicht zum Quatschen an. Und da liegt das gute Stück Code P in der Größe 20 und Farbe, wie kann ich das nicht einmal aussprechen? Wie heißt das? Teal. Also nicht lang schnacken. Ich tue die Kamera jetzt halt wieder auf dem Helm auf. Dann schauen wir uns den Schirm mal kurz an und dann fliegen wir. Jetzt bin ich bei der Ost. Wind hat sich draht, aber macht uns halt nichts. So, von der Fahrt her würde ich auf den ersten Moment einmal sagen, schaut er ziemlich gleich aus. Tragegurt habe ich schon gesehen, muss ich sagen. Kommen wir gleich dazu. Ja, das ist ein richtiges sattes Grün. Teal. Vom Material würde ich sagen circa gleich wie der PULS. Sehr ähnlich zum Ansa Code P. Schauen wir uns das einmal an da. Das ist halt genauso wie beim Ansa Code P. Auf den ersten Moment einmal. Schauen wir uns das noch an. Das ist jetzt Gott sei Dank schon wärmer geworden. Ah nein, da ist der leichte Tragegurt drauf. Da auch ohne Pummelhaken und da auch mit Druckknopf und nicht so mit magnetisch wie der erste war. Schauen wir uns das an. Auch, dass wir die Leinen nochmal sortieren. Den Schirm haben wir noch nie geflogen und nirgendwo hängen bleiben. Also ziemlich ident. Die zwei schenken sich nichts, die zwei Schirme. Richten wir sie her, hängen wir sie ein und dann fliegen wir gleich wieder mal. So. Jetzt schauen wir mal, dass wir auf die andere Seite noch kommen. Da werden wir jetzt ein wenig rausfliegen. Wir kommen halt jetzt von der anderen Seite. Code 2P. Wunderschönes Startverhalten, muss ich sagen. Fällt mir jetzt so, ich will gar nicht so voreingenommen sein, aber vom Startverhalten muss ich sagen, gefällt er mir ein bisschen besser. Er ist jetzt schneller nach oben gegangen, aber wir haben halt auch mehr Wind jetzt dort. So, genau, jetzt fahren wir mal die Kamera da hinten weiter aus. Genau, haben wir das auch erledigt. So, und dann schauen wir uns ja mal an, wie schnell dass wir fliegen. Man kann es halt nicht so genau sagen, weil der Wind kommt ausschieben. Aber ich fliege mit 42 km/h ungefähr genauso wie vorher, mit dem PULS. Schauen wir gleich mal, ob das mit dem Beschleuniger passt. Der ist schon viel weiter herum. Natürlich werden wir keine Pummelhaken haben. Geht viel schwieriger und ich bin gleich einmal auf Vollgas. Wenn die Füße nicht ganz ausstrecken und fliege gerade mit Vollgas, Rolle auf Rolle, 50 km/h. Probieren wir mal da noch so ungefähr Halbgas gehen. Dann haben wir mal einen anlegen.
So, und jetzt dort ohne Beschleuniger anlegen. Ja, also ich muss sagen, wenn die Ohren einmal drinnen sind sie auch sehr stabil, flattern nicht, aber sie ziehen sich voll schwer. Also echt beim Pi war das viel leichter, dass man die auch runterziehen kann. Das ist da echt fast ein bisschen mit Muskelkraft. Jetzt machen wir gleich einmal einen Klapper. Boah, das geht richtig schwer, glaube ich, da jetzt fast. Geht gleich wieder auf. Das machen wir auf der Seite noch. Aber man braucht viel mehr Kraft. Ja, er geht gar nicht richtig in den Klapper rein. Ich mach gleich wieder auf. Das ist gar nichts. Jetzt darf man einen gehaltenen Klapper machen. Ein bisschen mit Gegenbremsen, dass ich gerade fliege. Da kann ich echt da oben ziehen. Und er will gar nicht wirklich rein und macht gleich wieder auf. Mir kommt vor, dass er um eine Spur rollfreudiger ist als wie der Pi, aber das war beim Ansa Code B ja auch schon so. Schauen wir nochmal, müssen wir ein bisschen schauen. Ja gut, das sind jetzt keine mehr. Ja, jetzt schauen wir, dass wir da sicher einlanden. Es sind ein paar andere Schirme auch da. Ich fliege den jetzt einfach nach, dass ich ihn nicht störe. Uppala! Weiter geht's Richtung Talstation. Auf Flug Nummer 5 machen. Erstes Zwischenfazit. Geiles Startverhalten. Kann man jetzt aber auch nicht ganz fair beurteilen, weil jetzt der Wind war und vorher war fast kein Wind mit dem Pi-ULS. Und trotzdem komplett super aufgestiegen. Er ist ein bisschen direkter, kommt man vor, und härter. Er ist eigentlich dieselbe Größe, also ausgelegt 1:1 dasselbe. Aber es fühlt sich an, wie wenn es eine Nummer kleiner wäre. Bis auf das, dass es fast nicht der Schnauf, muss ich sagen, läuft der Tag ganz gut. 4 Flüge und es ist 11:30. Da geht noch mehr heute. Let's go! Achtung! Sorry! Juhu! Wir haben jetzt halt relativ viel Wind oben gehabt. Kamera ist ausgefahren. Ich bin schon wieder in der Luft. Und jetzt ziehen sie die Handschuhe auf. Ich bin jetzt beim Start am Beschleuniger gestanden. Deswegen habe ich ein bisschen einen Kudelmudel beieinander gehabt. Aber nichtsdestotrotz hat es hingehauen. Ein bisschen Steigen war schon cool. Man spürt ja, dass sie ein bisschen was tut. Aber vermutlich für mich zu wenig. Dann machen wir mal wieder Seitenklapper. Nix. Wenn wir da raus, richten wir sich den Beschleuniger her. Da muss ich halt echt schauen, dass ich da halb beschleunigt bin. Und jetzt nochmal den Klapper machen. Unter mir ist keiner. Okay, das war jetzt eigentlich gar nicht so gut. Probieren wir nochmal. Halb beschleunigt. Geht eigentlich, ja. Einsteigen und ja, ohne Probleme. Wir haben da auch nochmal
So, bisschen mehr beschleunigen und ganz kurz, ich muss sagen, das wundert mich, aber das war beim Pi weit ärger. Also gefühlt. Nochmal anlegen, das ist halt echt gefühlt mehr wie beim Pi. So, legen wir dann nochmal ins Gas rein. Wann ist das schon? Im Gas, aber im Gas nochmal anlegen. Ja, da geht es schon ein bisschen besser. Und jetzt machen wir schon wieder einen Innenflug. Da wischt man die Windfahne nicht, oder? Wow, jetzt bin ich weit weg von da, wo ich hin will. Die Gleitleistung von den kleinen Schirmen ist natürlich nicht dieselbe. Das war eine Fehllandung, würde ich sagen. Also das merke ich bei beiden Schirmen, sie sind sehr auf Sicherheit aus bei den neuen Schirmen. A few inches later. Naja, ein paar kleine Heber habe ich gehabt. So, setzen wir sie mal gescheit ein. Richten wir die Kamera mal. Und irgendwie, muss ich sagen, fühle ich gar nicht so viel Unterschied vom 1er Code P auf den Code 2P. Kann halt natürlich auch daran liegen, dass erstens ich kein Testpilot bin und zweitens ich schaue halt einfach nur so das Gefühl, nachdem dass ich gehe. So, gehen wir nochmal auf Halbgas. Jetzt bin ich schon deutlich mehr im Gas. Passiert auch nicht recht viel. Und jetzt probieren wir einfach Rolle auf Rolle. Rolle auf Rolle. Mit Gas. Naja, tut sich schon ein bisschen was, aber konnte jetzt eigentlich auch mehr sein. Also ich hätte echt mit mehr gerechnet. Wir werden jetzt halt nochmal versuchen, dass ich einfach mit Körpergewicht Kurven mache, mit den Händen nicht auf die Tragegurte, aber es geht halt trotzdem ein bisschen, geht's. Mit genug reinlehnen. Ja, was wir jetzt halt nur machen können ist, anlegen, Kurven machen. Wow, da lehne ich mich schon gescheit rein. Muss ich sagen, da muss ich wirklich den Fuß da oben da, dass sich da was tut. Ja. Jawohl, der letzte Flug von meiner kleinen Vergleichsreise, würde ich jetzt einmal sagen. Das ist einfach so kalt da hier unten. Ich glaube, dass ich heute sogar eine andere Stimmlage habe, weil meine Nasenlöcher eingefahren sind. Schick mal das. Also ich glaube, dass da Eiszapfen drinnen sind. Boah, aber wunderschön. Jetzt kommen wir zum Fazit. Wie gesagt, ich bin kein Testpilot. Das ist meine eigene Meinung. Kann natürlich die komplett falsche Meinung auch sein. Aber so fühle es halt ich persönlich. Und ich muss sagen, beide Schirme schenken sie nichts.
beide Schirme sind so identisch, dass da eigentlich gar nicht viel Unterschied ist. Was man halt schon sehr merkt, ist, dass der Pi viel gedämpfter ist und halt auch irgendwie die Ohren anlegen, es geht leichter. Gas einsteigen, das geht leichter. Und ja, es ist halt, sage ich mal jetzt, halt sehr anfängerfreundlich. Und Leute, die was halt jetzt zum Fliegen anfangen und sie denken, oh, ich brauche einen Bergschirm. Für denen ist der Schirm perfekt, glaube ich. Also ich bin den Alpha nicht geflogen, den A-Schirm, aber so stelle ich mir den vor. Vielleicht, dass der Pi ein bisschen leichter startet als wie der Alpha, weil der Alpha halt schwerer ist. Aber grundsätzlich ist der Pi ein tippitoppi Anfängerschirm, würde ich sagen. Im Code P wiederum ist es so, boah, wie schnaufe ich da jetzt beim Aufgehen. Beim Code P ist Gas einsteigen schon sehr schwer. Also sehr schwer ist jetzt übertrieben, aber schwerer wie mit dem Pi. Ohren anlegen geht auch gut in die Muskelkraft, muss ich sagen. Das ist einfach beim Pi ein bisschen, ja, um Nuancen leichter. Aber wer halt Spaß haben will, ist, glaube ich, mit dem Code P, keine Ahnung, es ist halt wahrscheinlich auch Gefühlssache, aber mit dem Code 2P sicher irgendwie besser drauf. Aber das muss jeder unterm Strich selber entscheiden. Ich habe halt empfunden, dass der rollfreudiger ist, was man schon vom ersten kennt. Oder generell, dass halt Niviux sehr rollfreudig ist. Und ja, boah, jetzt bin ich gar. Das war ein langes Auto. Nichtsdestotrotz, beides zwar richtig geile Schirme. Also, falls ihr Fragen habt, unter die Kommentare, Kanal abonnieren. Wir sehen Sie, gute Nacht.